Moin Leiflü und hey Ali Hopper, zurück bei Radbot, Victoria 3 und vor allem den Schweden. Wir haben den Skandinavismus, Skandinavismus gefrönt und hier ganz ordentlich, ja, ein berühmter Mensch aus Mittelfranken würde sagen, ordentlich reingemeddelt und uns quasi ganz Finnland mit Ausnahme von Kuopio. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Finnische Namen, die sind immer so süß. Einverleibt, zudem große Teile Dänemarks als Protektorat. Sezession protestieren? Nö. Macht doch halt, wie was ihr wollt. Schleswig-Holstein, also Schleswig, ebenfalls unser Holstein gehört zu den Deutschen, zu den Preußen. Ja, wir müssen hier jetzt mal ein bisschen Action machen. Wir bauen gerade Handelszentren, dann eine Eisenbahn und eine Eisenmine in Norrland, denn die Kompanie, die wir hier gründen wollen demnächst, braucht 5 Eisenminen und eine Eisenbahn in dem Staat. Deswegen brauchen wir das logischerweise da. Hier Italien freut sich. Wir haben hier noch einen Haufen anderer lustiger Staaten bekommen, zum Beispiel Ujo, ein Protektorat von Dänemark. Da, Omi allerdings nicht. Worüber ich nachgedacht habe in meiner geringen Freizeit, das werden wir hier auf jeden Fall demnächst rausschmeißen. Tut mir zwar leid, weil die Kompanie ja eigentlich ganz gut läuft, aber wir brauchen halt, wie gesagt, die Eisenkompanie. Und hier habe ich überlegt, wir können ja Gummiplantage, ne? Werkzeugfabrik kann der übrigens auch. Haben wir eine andere Werkzeugfabrik-Geschichte? Ne, ihr macht hier, glaube ich, Eisen und könnt Stahl noch machen. Das heißt, hier hätten wir Stahl. Gold können wir auch noch machen. Auch nicht schlecht. Eigentlich. Das kann ja übrigens, können wir kurz drüber wenn ich hier suche, ob wir eine Stahlindustrie haben, eine Werkzeugindustrie haben. Wir haben noch Nokia, das sollten wir auch nicht vergessen. Es kam ein neues Update, damit kam unter anderem Feinpapier, also 6 neue Prestige-Produkte. Gut, die können wir jetzt nicht so einfach bauen. Was ist das? Meißner Porzellan, auch nicht schlecht. Die Stühle, hier hätten wir Edelstahl. Schwede, das so, das ist die Standardstahl. Firma. Die könnte uns auch Kohle noch als mögliche Industrie dazugeben. Dann können die Stahl und Kohle machen. Das andere macht Eisen und Eisen und Stahl, ne? Macht die. Ja. Den brauchen wir. Das Ding ist, Prestigeware Stahl, ne? Das ist halt ziemlich gut, weil wenn man Prestigewaren in seinen Produktionsmethoden drin hat, dann kriegen die einen Bonus. Was die ganze Sache natürlich ziemlich toll macht. Ja, wir werden aber der hier Stahl geben. Und dann pfeifen wir eventuell auf den Prestigestahl erst einmal. Hier habe ich jedenfalls überlegt, wir haben ja Gummiplantagen, die diese Industrie bauen kann. Vielleicht sollten wir denen Kolonisierungsrechte geben, zum Beispiel im Niger-Delta oder in Togo. Dann können die sich hier ausbreiten und ja, ich weiß jetzt blöderweise aus dem Kopf nicht. Ich meine, dass hier auch Gummi kommt. Am meisten kommt natürlich Gummi im Kongo. Und im Kongo lässt sich halt schlecht kolonialisieren. Wir könnten aber... Na, wir sollten hier auf jeden Fall diese Kolonien anfangen. Das ist ja nun mal gar keine Frage. Und dann haben wir hier sogar noch mehr Interessen, die wir wahren können. Wir könnten hier in Persien und in dieser Region mal anfangen zwecks Opium. Na, das mit den Kolonisierungsrechten, das überlegen wir uns gerade nochmal. Aber hier kommen wir ja überall nicht so wirklich... Entschuldigung, hier kommen wir ja überall nicht so richtig hin, weil das diese schwere Malaria hat. Dann lasst uns doch
hier die Kolonisierung aufgeben. Tut man das? Man weiß es nicht. Oder wir erobern einfach Dahomey. Was wir gerade auch nicht können. Wieso können wir euch nicht erobern? Ach, weil ihr zu Großbritannien gehört. Das macht die Sache natürlich ein bisschen schlecht. Das gehört ja auch alles zu Großbritannien. Das gehört zu Frankreich. Die französische Elfenbeinküste. Hier haben wir uns reingezeckt. Der Niederländer ist hier aktiv. Na gut, dann bleibt eigentlich nur Kongo. Und dann werden wir gleich Kolonisierungsrechte an den Kongo verteilen. Des Weiteren brauchen wir immer noch die besseren Gesetze hier. Hungersnot in Schweden. Wo ist denn? In einem Staat. In welchem? Sagst du mir nicht. Ist ein Geheimnis. Gut, wirst schon damit klarkommen. Des Weiteren, also wir müssen noch unsere Armee organisieren. Da ist ja nun auch ein bisschen was dazugekommen. Wir haben... Wie viel... Konsolidieren wir erstmal die Marine. Da haben wir jetzt 20 Schiffe. Das heißt, wir wollen auch eine 20-Mann-Armee. Die haben wir hier passenderweise schon. Das ist ja schon mal gut. Dann haben wir hier eine 3-Mann-Armee und eine 0-Mann-Armee. Was habt ihr für einen Job? Man weiß es nicht. Die 3-Mann-Armee wohnt in Arabien. Dann kann noch die 8-Mann-Armee aus Finnland diese Armee sich zugehörig fühlen. Und diese Armee kann dann im Grunde auch direkt mal nach Afrika, wenn jetzt hier gleich losgeht. Dann wäre das vielleicht gut, wenn wir Truppen vor Ort hätten. Da kommen auch 18 Soldaten hin. Ich weiß gar nicht, warum die Nationalbewegung so schlecht gelaunt ist. So, weil die tatsächlich nur Multikulturalismus möchte. Das können wir halt nicht durchsetzen. Es tut mir leid. Oh, wir haben hier Krieg. Preußen möchte Krieg. Ich bin da nicht automatisch mit involviert. Das klingt abenteuerlich. Benin. Benin, du gehörst doch mir, oder nicht? Nee, du gehörst noch niemandem. Dann wäre das ein guter Zug gewesen. Kommt wohl leider jede Hilfe zu spät. Okay, wir haben die Interessen im Kongo. Dann lasst uns mal dieser Kompanie hier Kolonisierungsrechte geben in Südkamerun. Und dann macht das aber auch. Haben wir dann keinen Fortschritt? Haben wir ein bisschen Fortschritt? Wir haben hier das hier unten, da können wir uns auch nochmal ein bisschen näher mit befassen. Mit wem wollen wir noch handeln? Spanien, Frankreich, den Balkan. Oh, da steht sich eine ganze Menge auf die Seite des Benins. Ich könnte jetzt schnell... Was würde Frankreich mir bieten? Sokoto zum Protektorat, das wäre natürlich auch stark. Das interessiert mich alles nicht so richtig. Ich bin hier nicht im Krieg involviert. Wir wollen aber Schleswig-Holstein erobern. Ich würde mich dir anschließen, aber einfach so gegen Preußen in den Krieg ziehen, weiß ich jetzt nicht. Was ich so gut finde. Aber wir können uns ja mal verbünden und hier würde ich gerne Neutralität erklären. Oh, damit brechen wir unsere Vereinbarung mit Großbritannien. Das wusste ich nicht. Die sind wahrscheinlich nicht so happy auf uns, ne?
Nee, die hassen uns jetzt sogar einigermaßen. Aber ich will ja auch nicht, dass die Benin erobern. War das vielleicht schon das Ende unseres... Oh Gott, ich habe auch 100... Oh ja, ah nee, wir müssen neu laden. Das wusste ich nicht und die Verrufenheit war mir auch nicht bewusst. Dann sollten wir vielleicht mal neu laden. Schneiden wir raus. Nein, Quatsch. Mache ich natürlich nicht, aber das ist natürlich nicht so gut. Achso, da war der Save. Okay, dann müssen wir zum 1. April zurück. Ich würde eigentlich gerne hier einsteigen. Wenn man mich denn lässt. Das ist die Sache hier mit Frankreich, mit Britannien ist natürlich ein bisschen blöd. Ich möchte denen eigentlich nicht unbedingt helfen müssen. Ich möchte allerdings auch nicht gegen die Preußen in den Krieg ziehen. Wenn ich die jetzt bedingungslos unterstütze, ne? Dann muss doch Großbritannien hier mit mir in den Krieg, oder? Weil das sind ja meine Verbündeten. Kann ich denn jetzt hier weitere Kriege oder Sachen verlangen? Zum Beispiel, dass ihr mir Holstein übertragt. Könnte ich. Oder dass ihr Holstein wieder zurück an Dänemark gebt. Dann soll Holstein zurück nach Dänemark. Das mache ich auch zu einem Hauptpunkt von meinem ganzen Getue hier. Und dann würde ich hier gerne... So. Das kostet dann hier einfach auch schon wieder 20 Verrufenheit. Das ist auch eine ganze Menge. Nee, ich vielleicht auch nichts. Durchreiserechte. Geldübertragung. Dass es nichts mehr kostet. Können wir sonst noch irgendwas machen? Klientelübertragung. Das ist eher schlecht. Verstaatlichung erzwingen auch schlecht. Landesbefreiung. Achso, wir haben aber gar keine Punkte mehr hier. Okay. Ja, es ruckelt gerade enorm, sage ich mal. Ich kann Klientellandübertragung Polynesien verlangen. Ich weiß nicht mehr, wo das liegt. Machen wir, glaube ich, auch nicht. Ich will, glaube ich, Landesbefreiung von Syrien, Libanon, Transjordanien. Das ist eigentlich nicht so spannend. Ich hätte gerne Sokoto, aber dann fliegt mir das ganze Spiel hier um die Ohren. Können Leute demütigen. Frankreich zum Beispiel. Habe ich davon? Eigentlich auch nichts, ne? Staaten erobern. Ja, aber da bringt mir auch nicht viel. Da bräuchte ich eher Dahomey oder Hugo. Vertragsartikel durchsetzen, das ist das Richtige. Naja, jetzt hätte ich hier gerne Geldübereignung. Zwar von so viel Geld wie nur irgendwie möglich. Dafür würde ich dir auch helfen, lieber Brite. Okay, jetzt sind wir
da auf einer Seite. Dem ist natürlich trotz alledem, dass wir jetzt hier mehrere Kriege führen müssen und eigentlich in keinem wirklich gut sind. Denn uns fehlen deutlich die Männer. So, ihr habt die ganzen Wehrpflichtigen jetzt, ne? Okay, dann müssen wir doch die 13 hier nehmen. Das soll euer Heimatland sein. Und dann können wir gleich mal gucken, ob wir nicht Deutschland hier so ein bisschen blockiert kriegen vom Welthandel. Was ist denn hier los? Wieso? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder so viel Wasser abbekommen? Was passiert hier? Irgendwo durch gerade sehr viel Verrufenheit bekommen. Das war extrem viel Verrufenheit. Okay, wir müssen nochmal neu laden. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube hier den Krieg, da, wenn wir da reingezogen werden, werden wir da halt reingezogen. Nicht bauen, ich will die Wehrpflichtige. Ich will die Wehrpflichtigen hier eigentlich raus haben. Kann ich aber nicht. Aus Gründen. So, wegen den Sezessionsbewegungen. Ja gut. Kann ich sogar irgendwo verstehen. Hier dann hin. Hier kann ich schon mal bereit machen. Lotte kann sich schon mal bereit machen. Treten. Ist für eine Organisation so schlecht? Nee, wir haben große Manpower-Probleme, das sehe ich ein. Weil man natürlich sagen muss, dass wir hier einiges an Manpower jetzt neu dazu gewonnen haben. Wir sind fast 10 Millionen Leute inzwischen. Arbeitslos ist hier auch quasi keiner. Wir haben fast so eine Art Vollbeschäftigung. Aber hier ist doch nicht irgendwie... Schwedische-Preußische Union bricht dann ein bisschen auseinander. Okay, das sehe ich ein, aber... Jetzt kommt Großbritannien. Ja, ist ja in Ordnung. Gerne irgendwann endlich auch mal dieses Gesetz hier, ehrlich gesagt, aber nun gut. Eines Tages soll das vielleicht mal so weit kommen. So, können wir mal ein bisschen verschnellern hier. Apropos verschnellern, wir gehen mal kurz durch unsere ganzen
Geschichten hier, weil wir können hier eine Nähmaschine entwickeln. Wir können deutlich bessere Möbel produzieren. Alles nicht so wichtig. Wir können Superglas machen. Für Superglas brauchen wir natürlich, das gebe ich zu, mehr Blei, aber das soll ja wohl möglich sein. Wir haben jetzt auch Webmaschinen, Kanonen. Wir wollen hier alles an Ernteerleichterung, die wir finden können. Ja, mehr Blei. Ja, was ist hier? Wir brauchen natürlich auch noch diese Eisenbahn überall, beziehungsweise Transport. Das lassen wir immer noch säkularisiert. Sägemühle. Hartholzproduktion, das passt hier schon alles irgendwie an. Fischereischlepper, wir brauchen die Frachthäfen. Die Eisenbahnen sollen bitte auch ne? Wisst schon, was ich meine? Wir sollen hier auch Transport machen und nicht nur da Transport, sondern auch Passagiere befördern. Danke, das war das Wort, das mir nie einfiel. Jetzt haben wir eine Bleiknappheit, aber wir haben ja auch einen ganzen Haufen Bleiminen. Da müssen die halt ein bisschen arbeiten. Das soll ja wohl gehen. Hier müssen wir jetzt gleich weiter unser Kriegsziel bedienen. Ich will auf jeden Fall, dass Holstein nach Dänemark kommt. Ich selber könnte mir vorstellen. Okay, die sind alle. Ja, Braunschweig brauche ich jetzt nicht. Können Länder befreien. Pommern zum Beispiel. Oder wir holen uns wirklich Geld. Fünf Jahre hat das. Das ist eine leichte Verrufenheit, aber das soll ja wohl möglich sein. Das will ich auch gerne noch zu einer Hauptaufgabe von uns machen. So, Zulus hassen uns. Wir haben ja mit 10 Mann. Ja, Moment. So, da bin ich wieder. War der Postbote. Meine Freundin aus Denken hat sich wieder überlegt, 1000 Sachen zu bestellen. Und ja, jetzt hänge ich damit. Muss hier dem armen Postboten ständig die Pakete nehmen. Respektive, ich darf ihm die Pakete abnehmen. Das kann man natürlich jetzt so oder so sehen. Apropos so oder so sehen, haben wir da jetzt eigentlich schon der Kompanie gesagt, dass sie hier kolonisieren darf? Ne, haben wir noch nicht. Zululand darf sie kolonisieren. Ne, ist Quatsch. Kolonisier du mal da lustig vor dich hin. Könnten denen auch noch Werkzeuge geben. Aber warum eigentlich? Hannover hasst uns, na gut. Hier haben wir noch Absatzmärkte. Russland wollten wir noch haben, genau. Ich erinnere mich. Persien, Ozeanien. Hier kann man natürlich auch noch Absatzmärkte generieren. Was ich mit Absatzmärkte generieren meine übrigens, ist, dass wir, wenn wir dort ein Interesse in diesem Land haben, Boni kriegen auf den Handel. Und mit diesen Bonis können wir einigermaßen gut dafür sorgen, dass die Leute bei uns kaufen und nicht irgendwie bei der Konkurrenz oder der Scherze. Wenn die Leute bei uns kaufen, nicht bei der Konkurrenz, heißt das, dass wir, beziehungsweise unsere Handelszentren in erster Linie, aber halt auch wir, mehr Profit machen. Das ist ja letztlich genau das, was wir wollen. Wenn wir eine Sache wollen, dann ist es Profit. So, hier sind auch 40 Soldaten. Hier sind keine Soldaten. Wieso habe ich denn die 40 Soldaten? Ne, dann bricht die Invasion wieder ab. Aber ihr könnt trotzdem da wohnen bleiben. So ist ja nicht. So, die Invasion ist abgebrochen. Jetzt müssen die da ganz
Zu Fuß hinlaufen? Na gut. Das so ist. Frankreich bricht unsere Übereinkunft. Das geht ja auch nicht. Wo sind denn jetzt unsere 13 Mann? 13 Mann? Wo seid ihr? Achso, ihr seid da irgendwo mittendrin. Nee, ihr sollt eigentlich immer noch... Nee, nicht Land. Da kommt ihr auch nicht auf den grünen Zweig. Was probieren wir machen? Naja, das müssen wir ja so. Es sind nämlich gerade 0 Truppen. Wenn wir das der erobert kriegen würden, wäre das ja eigentlich ganz schön soweit. Wird bekloppt, wir haben das lustige Gesetz. Wir werden wohl keinen Verteidigungspakt mit Preußen kriegen. Und wir werden wohl auch nicht den Völkerfrühling kriegen. Könnten uns allerdings von der Monarchie trennen. Oh Gott, im Himmel. Von der Monarchie trennen wollen wir uns vielleicht auch nicht. Wahlrecht. Das können wir nochmal durchboxen. Weil wir haben tatsächlich einen ganzen Haufen Monarchen unter uns. Die müssten eigentlich nochmal weg. Insbesondere bei den kleinen Bürgern. Warum hasst Dänemark uns eigentlich? Ich meine, wir kämpfen gerade deren Krieg. Aber gut. Ja gut, da sind wieder Truppen. Dann brauchen wir da auch wieder nicht hin. Die KI denkt ein bisschen mehr mit, habe ich das Gefühl. Der Zulu-Aufstand hier unten, den müssen wir auf jeden Fall niederklöppeln. Und zwar schnellstmöglich. Der gefährdet uns ein bisschen. Geht mal in die Defensive, also Front verteidigen und verteidigt. So, das könnt ihr gar nicht verteidigen. Gut, dann stellt euch hier rein und kriegt Erfahrungspunkte. Ich glaube, die gibt es hier auch in diesem Spiel. Was die jetzt die genaue Auswirkung ist, weiß ich allerdings auch nicht. Was seid ihr eigentlich für ein Trupp? Holstein. So, euch wollen wir ja. Die Holsteiner wollen wir ja. Ein Problem ist übrigens, dass unser Klientelland uns hier nicht so besonders lieb hat. Wir können das Regime unterstützen, das würde uns Legitimität kosten. Und Legitimität ist jetzt gerade nicht das, in dem wir schwimmen. Momentan zumindest nicht. Aber Sterblichkeit in Neuland, dann ist das so. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Diese Armee besteht aus niemandem. Wie kann die zerfallen? Wie ist die Organisation schlecht? Na gut, weil ihr von allem und jedem abgeschnitten seid, nehme ich an. Was sind hier für Dinge? Die Osmanen versuchen es mit den Ägyptern. Ja, das geht erstmal nichts an. Na gut, es wäre schon gut, Benin zu haben, wenn man das da schon erobern will, ne? Ja, wir konnten ja keinen Kriegsgrund erklären, ne? Ich habe gerade überlegt, hier wäre ja auch gut Krieg gewesen. Frankreich die Elfenbeinküste klauen oder so, aber wir konnten ja keinen Kriegsgrund auswählen. So, die Zulus sind zermalmt. Würden wir eigentlich unseren Krieg gerade?
Ne, wir haben keine. Wir brauchen einen Staat, ein Land, ein Fleckchen Erde, das von uns kontrolliert wird, aber vielleicht. So, das gehört auch alles nicht zu Preußen. Wir brauchen einen Staat von Preußen, der muss nicht mal mehr inkorporiert sein, das haben sie jetzt geändert. Aber er muss halt existent sein. Okay, wir dringen hier offensichtlich vor. Ins Hannoverland. Okay, hier hat Dänemark versucht, da einzumarschieren. Hier versucht es der Brite. Den Briten traue ich das ein bisschen besser zu, sage ich mal. Und dann ist es mir egal. Danach ist es mir echt egal. Es ist nur so, dass ich diesen Krieg hier gewinnen will. Gegen Preußen. Und dann dürfen wir den Krieg gegen den Benin gerne verlieren. Ja gut, Ceylon erobern muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich muss diesen britischen Krieg für Benin jetzt auch nicht unbedingt gewinnen. Fakt ist, hier kommen wir so nicht einfach durch. Dann können wir hier abschneiden und du raidest hier Konvois. Wie sieht denn das aus? Ortspreise, nein. Auch das nicht. Information. Auch nicht. Handel. Kann ich eh nur sehen, wir haben noch 100% Weltmarktzugriff. Ich dachte, es gibt keinen Handel. Hier gibt es noch einen Markt. Handel. Ah, ich kann es leider nicht sehen gerade so richtig. Na gut. Wir wollen natürlich die radikale Partei eigentlich gewinnt. Oh, wir haben irgendwo eine Bresche geschlagen. Was ist denn hier los? Wieso würde ich darüber nicht informiert? Das ist ja frech. Wie kommen die denn da rein? Okay, das finde ich schon wieder stark, dass sie das können, aber wie auch immer sie das können, aber na gut. Offensichtlich muss man Truppen überall haben. Natürlich vielleicht auch über Russland, aber die werden mir nicht erlauben, da rüberzukommen. Gute alte Zeit, brauchen wir nicht. Den Fortschritt nicht. Könnte mich auch... Ne, warte mal, so soll es ja sein. Ich wäre auch bereit, einen weißen Frieden zu akzeptieren. Eigentlich, aber ganz eigentlich auch nicht. So, wird hier nicht unterstützt, weil du Konvois jagst und nicht Lustiges machst. Aber jetzt doch, oder nicht? Aber kein General an der Front vorrückt. Ah, man lernt ja auch immer was aus.
Lernt hier immer was aus? Das ist ein Wort? Man lernt nie aus. Das ist, glaube ich, der richtige Kontext, oder? Hm. Och, erhöhen halt die Regierungsausgaben. Okay. Lassen das wieder. Invasion abbrechen. Die 31 Mann bitte zurück nach Karelien. Geht nach da. Konvois überfallen. Ihr geht nach... Ich wiederhole mich nach da. Und ihr 30 Mann, sobald ihr organisiert seid, könnt da reingehen. Was ist das hier eigentlich? Eine Landinvasion in Schleswig-Holstein. Ich bin gespannt, wie gut das funktionieren wird. Sind die Schiffe da weggefahren oder wie? Und Kriegsziele gegen Ägypten sind schon mal durchgesetzt. Hatten keine. Und wir führen gerade Wahlen durch, während wir unser Wahlrechtssystem ändern. Das ist auch ein bisschen gewagt, würde ich sagen. Apropos, was mir gerade noch einfällt, verdammt nochmal. Wir haben die gar nicht inkorporiert, ne? Oder kriegen wir die inkorporiert? Auch nicht schlecht. Das wollen wir, glaube ich, nicht inkorporieren. Was ist denn hier los? Ich möchte nicht dem britischen Weltreich beitreten. Danke. Was ist denn hier? Bulgarien. Türkischer Aufstand in Bulgarien. Ich brauche hier jetzt nicht viel ändern, weil wir jetzt ja gleich neue Wahlen machen. Oh, wir haben Cholera besser erforscht. Da einen Bonus auf Pharmazeutika bekommen. Auch das ist ja erstmal was Gutes. Wenn wir diesen Krieg hier nicht vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, beenden? Damit Großbritannien sich komplett auf meinen Krieg hier fokussieren kann. Ich meine, ich will ja nicht eigennützig klingen. Bin's allerdings. Achso, und wir prügeln uns jetzt hier durch Hannover durch nach Preußen. Verstehe. Meine Armee hier unten leidet Zermürbungsanfälle. Wir brauchen noch eine neue Kompanie, ne? Und gesellschaftlich kommt hier, glaube ich, die neue Kompanie. Nee. Da erst. Investitionsgesellschaft. Investitionsbanken. Okay, das dauert mir, glaube ich, zu lange. Mal kurz hier bei den Gesetzen gucken. Laissez-faire. Es gibt, glaube ich, gar keine Kompanie mehr, ne? Kompanie Charters. Kommt auch nicht so gut an. Dann könnten wir noch einen Machtblock bilden. Eine Handelsliga. Ich könnte diesen Machtblock jetzt auch direkt bilden. Wir nennen es Mare Nostrum. Mare Nostrum. Und wenn es danach alle hassen, dann ist das vielleicht so. Gerne die Farben. Kann man das... Ja, das war ja schon Löwe.
Fisch finde ich auch gut. Hätte ich gerne. Ja, ist ein bisschen aus Friesenmuster. Da brauchen wir aber ein helleres Blau. Oh. Ja, das ist auch nicht perfekt, aber so in der Art. Dreigeteilt geht nicht, ne? Na, dann machen wir das schwarz. Abzeichen ist, glaube ich, golden. Die Statue machen wir. Man ja eh eigentlich nicht, aber das hier und der Held ist kein bürgerlicher. Ist ein, da machen wir auch einen Löwen von. Mit einer Waage. Wir sind ja Händler. Pickelhaube. Um Mare Nostrum darzustellen, also die preußischen Teile. Und auf der Rückseite kriegt er nichts. Jo, das gründen wir jetzt. Da hassen uns dann alle so ein bisschen, aber damit müssen sie klarkommen. Frankreich hat Schweden mit einem Embargo belegt. Das kann ich verstehen, aber finde ich jetzt auch nicht gut. Wir haben 7 Mitglieder in unserem Machtblock. Jetzt können wir nochmal hier, nehmen wir mal Persien mit rein. Das ist auch ein guter Handelspartner. Und jetzt wollen wir Machtblock-Einladung verteilen. Das können wir nicht. Wir haben aber... Da wollen wir noch erobern. Oh, Chile ist hier oben lang. Guck einmal. Auch nicht schlecht. Wir wollen aber vor allem so ein paar Länder eigentlich auch friedlich in unseren Machtblock bringen. So Holland zum Beispiel. Die sind da natürlich überhaupt nicht von begeistert, weil uns hassen. Ja, aber das können wir ändern. Belgien, wie sieht es denn bei dir aus? Hassen uns auch. Hassen alles, auch nicht schön. Nicht mehr binden, dann kann ich den ja endlich entfernen, diesen Vertrag. Gibt uns ein bisschen Geld und Militärhilfe kostet ja Geld. Wir verlieren 122 zu 28. Das wollt ihr mir erzählen? Wild. Tatsache. Was ist denn hier los? Wir haben diese eine 15 Offensive. Das ist ja auch nicht viel. Wieso haben wir eigentlich... Haben die hier Sachen abgerissen oder wieso haben wir hier keine... Noch irgendwie 100 irgendwas? Also deutlich mehr als das da jedenfalls. Jetzt auch nicht. Hier geh du mal nach da, eventuell vielleicht. Vielleicht auch über die Front verteidigen. Der Angriff scheint uns nicht so zu liegen. Wer denn von Westkarelien da direkt wieder hingehen? Ja, das ist alles nicht so optimal. Wir haben Realismus freigeschaltet, das wiederum ist nicht schlecht. Das hier, das ist mir... Oh Junge. Tja. Da wäre ich auch eher auf der Seite Amerikas. Was? Unterstützt euch einfach mal bedingungslos, dann mögt ihr mich ein bisschen mehr.
Und was wir auch noch brauchen ist, wir brauchen ein paar Rivalen. Und zwar Rivalen, die uns vielleicht sowieso hassen. Österreich, also Russland brauchen wir vielleicht nicht unbedingt als Verbündeten. Preußen eventuell auch nicht mehr, aber abwarten. Brasilien auch nicht unbedingt. Beide Siziliens auch vielleicht nicht unbedingt. So. Und bei Belgien wollen wir gut ankommen. Das ist unser, ich will jetzt nicht sagen Punching Bag, aber so ist eine Art. Asien, kann ich dich eigentlich tendenziell in unseren Machtblock bringen? Tendenziell geht das. Nicht gar nicht schlecht. Qing, kann ich dich in unseren Machtblock bringen? Unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich. Aber unwahrscheinlich. Frankreich, wir müssen doch eigentlich auch nicht Feinde sein, oder wohl? Na, vielleicht müssen wir das doch, aber ich möchte nicht unbedingt ein Feind sein, Frankreich. Ihr habt eine Organisation von einem Otten. Wir müssen, es nützt alles nichts. Ich brauche jetzt hier Schwefel. Haben wir in Westnorwegen. Dann brauche ich Sprengstoff in Westnorwegen. Sofort. Und Dünger in Westnorwegen. Was Schönes brauchen wir dann nochmal eine Schwefelmine. Noch Eisen? Ne, haben wir dann nicht. Alles bitte in Westnorwegen bauen. Danke. Dann hätte ich gern, dass dieser Krieg langsamer vorbeigeht. Zu meinen Gunsten natürlich. Naja, ihr habt eine ganz niedrige Organisation, ich weiß wohl. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist eben so. Können wir mit den 10 Mann aus Übersee in Ostpreußen landen? Wenn diese 10 Mann Übersee eines wunderschönen Tages mal ankommen sollten. Handel. Weltmarktzugriff von 100%. Handelszentrum, Weltmarktzugriff 100%. Blockade. Wistenbewegung, okay. Wir haben Reservekaffee. Ja. Brauchst du das jetzt oder nicht? Eigentlich wollte ich dich ja gerade rausschmeißen, ne? Ja, es nützt nichts. Wir müssen diese Montage leider beenden. Weil wir hier nämlich jetzt diese Plantage brauchen. Diese Plantage sage ich schon. Diese Kompanie brauchen. Und die Kompanie kriegt Monopol auf Eisenminen. Und du kriegst Industrie. Achso, wir haben nicht genug. Wir müssen jetzt die ganzen Erlasse, die wir haben, canceln. Das ist vielleicht Greener Grass da oben. Wir brauchen Kompanien. Du brauchst Investitionsrechte auf jeden Fall. Handelsrechte auf jeden Fall. Ist auch Stahlwerk auf jeden Fall. Kannst auch Stahlwerk Monopolist sein, wenn du das möchtest. Weiß ich nicht, ob das braucht. Jetzt kannst du machen. Wer möchte Frieden? Ich möchte keinen weißen Frieden, muss ich gestehen. Würde ich hier einen weißen Frieden bevorzugen. Oder gewinnen wir da den Krieg gerade, weil Frankreich ausgestiegen ist? Habe ich nicht mitgekriegt. Wenn dem so ist. Ich gebe jetzt der Holzfirma hier
auch noch die Möglichkeit, Werkzeugfabriken zu bauen. Was soll der Quatsch? Sollen sie Werkzeugfabriken kaufen? Das kann uns ja eigentlich am Ende nur helfen. So, und hier geht es jetzt nicht vorwärts, weil keiner auf Rang steht. Glaube ich. Oder weil da ein mexikanisches Boot uns ärgert. Okay, die Schlacht haben wir gewonnen. Im weitesten Sinne, also Benin gehört jetzt zu Großbritannien, also haben wir nur so halb gewonnen. Aber jetzt können wir diesen Krieg ja endlich gewinnen. Und dann so Motoren brauchen wir auch noch, ne? Sverland, du hast doch, weil du hast ja eigentlich ganz viel Eisen, ne? Wieso hast du keinen Stahl? Ups. Brauche ich mal 5 Stahlwerke, reichen erstmal, würde ich sagen. Kommen auch immer wieder und wieder, ne? Kann man jetzt auch nichts anderes gegen sagen. Die sind schon frech. So, jetzt habe ich einen preußischen Staat. Aber ich habe Holstein nicht mehr. Es gibt's doch nicht. Und voran. Dies voran. Drauf und dran. Setzt aufs rote Dach. Setzt aufs Kirchendach den roten Hahn. So, so. Ne? So. Ich will hier auch gar nicht angreifen. Ich will das nur verteidigen. Ich schwöre. Mal dann gucken, über welchen Seeknoten die handeln. Über den Landweg. Hm. Ist jetzt auch nicht. Frieden? Nein, immer noch nicht. Wir erobern jetzt, was rechtens uns ist. Das ist nicht zu knapp. Wir brauchen auch technisch gesehen diesen Quatsch hier gar nicht mehr machen. Wir haben das allgemeine Wahlrecht. Dafür jeder wählen. Es wird keine Rolle spielen, wenn alle in die Städte kommen. Ja, natürlich. Doch gut. Kommt alle in die Städte. Freihandel hätte ich gern, aber Industriellen und Großgrundbesitzer sind da nicht so. Die Landbewohner und die Großgrundbesitzer sind da nicht so von überzeugt. Rassentrennung, kulturelle. Nein, da lassen wir die Finger von. Garantierte Freiheitsrechte. Ja, ist nicht schlecht. Kann man mal machen. Wir bauen gerade Textilfabriken in diversen Orten unserer Welt. Ich hätte jetzt gerne alles davon. Geld übertragen, Holstein übertragen, Handelsprivilegien durchsetzen. Jetzt davon, Abstand. Da brauchen wir jetzt auch nicht lange knacken, oder? Das Ding ist doch durch. Was seid ihr eigentlich für ein Trupp? Achso, ihr seid hier. Ne, ihr braucht euch nicht. Entmobilisiert euch. Du ziehst dir um nach. Ich denke, in Arabien ist mehr Action. Schwedisch-preußischer Handelsvertrag. Ich glaube, der fällt bald um. Was sieht hier eigentlich?
Zollfreiheit. Schauen wir mal, was da noch raus wird. Der hält ja noch eine ganze Weile. Ihr könnt hier das Schiff da abfangen, wenn ihr da Spaß dran habt. Unsere Kompanie baut Stahlwerke. Ich will mal eins weniger bauen. Belgien zum Rivalen erklären. Okay. Dann Belgien sei mein Rivale. Ja, wie das gut findet. Da bin ich der Schwedisch-Preußischen Union zu widersprechen. Das ist denn ganz Gotland. Bauernbewegung. Na gut, wenn ihr meint. Wenn ihr meint, dass euch das glücklich macht. Wie groß ist denn eigentlich mein Sprengstoffdurchsatz? Ist Norwegen. Wieso wird das hier nicht bemannt? Ich rate, weil du keinerlei Bevölkerung bei dir hast. Die nicht. Verpatzter Boykott. Wer bist denn du? Autoritäre Landbewohner. Ist gut. Der soll weg. Soll unbeliebt sein. Jetzt brauchen wir Kohleminen in Skåne. Na gut, dann haben wir da die Kohle, aber... Ich glaube, das lassen wir erstmal. Die brauchen wir jetzt nicht. Diese Möbelfabriken, die brauchen wir jetzt langsam mal. Papierfabriken und Eisenbahnen. Das brauchen wir langsam alles. Zur Feier des Tages bauen wir das hier in Svealand noch komplett aus. Wir haben gerade so viel Geld. Da vor allen Dingen durch das hier. 18.000. Aber macht ja nichts. So, wir haben jetzt wieder ziemlich viele Diplomatie-Dinger. Dann lass uns doch hier noch einen Vertrag aufsetzen. Vielleicht über Handelsprivilegien. Die du mir dann auch gibst. Natürlich nett. Investitionsrechte sollst du mir geben. Und Kompaniemonopol von LK auf Eisenminen. Das wird er in diesem Leben wohl nicht mehr machen. Ich würde dir aber auch dafür Militärhilfe geben. Und weiß ich nicht, was wir haben. Gut, okay. Ich nehme an, Kompaniemonopole sind Dinge, die man nicht mehr so einfach machen kann. Aber ich kann dir doch irgendwelche Waren andrehen, oder? Du hast doch bestimmt Bock auf Zeug. Stahl zum Beispiel. Ja, haufenweise Stahl andrehen. Und, weiß ich nicht, was denn noch? Papier. Ich kann ja auch haufenweise Papier anbieten. Und Klamotten. Ja, so viele Klamotten haben wir nicht. Und du gibst mir dafür einfach Geld. Was hättest du davon? Nix. Dann gib du mir dafür doch einfach Waren, irgendwas haben will. Slipper, Tabak, Tücher. Tee. Wir sind bei plus 80. Müssen noch hier mit diesen 50 Dingern irgendwas hinkriegen, oder nicht?
So. Gut, eine Verpflichtung. Na gut, dann sind wir bei plus 50. Gib mir. Hier gerne einen Button, den man sagen kann, so dass es passt. Jetzt noch plus 1. Plus 50. Können wir einen Verteidigungspakt nehmen? Ich weiß nicht, dafür kriegst du noch Zollfreiheit auf Handelsmarine und Zollfreiheit auf Holz. Nee. Keine Subventionen auf Handelsmarine. Nee. Nee, will er nicht. Hier ist auch keine Zollfreiheit. Ich verstehe nicht. Das, was hier steht, scheint nicht das zu sein, was da das auch passiert. Eine Verpflichtung verlangen. Und dir dafür noch die Zollfreiheit geben. Nee. Steht zwar plus 10, aber es stimmt nicht. Stimmt einfach nicht, was hier steht. 10, ja, okay, das ist schon mal gut. Sonst noch irgendwas, was du mir geben kannst? Tabak, Wein, Tee. Tee haben wir jetzt auch nicht so viel. Tabak. Oh, Tabak. Tabak willst du loswerden? Na gut. Überhaupt kein Unterschied. Hä? Weiß nicht, Leute. %. Schauen wir mal, ob es annimmt oder nicht. Nee. Na oder nicht. Was ist denn eigentlich auf unserem Markt gerade sehr billig? Zucker, Wein. Was Sinnvolles? Artillerie, ja, na gut. Überhaupt unser, und das ist der Weltmarkt. Das ist der schwedische. Tuch. Kann sehr viel Tuch loswerden. Holz können wir auch viel loswerden. Das hatten wir schon. Holz. So. Dann lasst uns mal schauen. Holz können wir loswerden. Wie ist denn der Weltmarktpreis von Holz und wer braucht welches? Da unten in Italien. Oh, Ägypten. Hallo Ägypten. Sagen wir, ich gebe dir einfach mal aus Nächstenliebe so viel Holz, wie du tragen kannst. Dafür nehmen wir noch, nicht. Botschaft würde ich dafür geben. Nach Handelsprivilegien? Nein, du gibst mir auf keinen Fall Handelsprivilegien. Aber 25 Jahre. Das Alexandria-Protokoll tritt in Kraft. Und wir generieren daraus 23.000 Gold. Geld. Dukatos. Ägypten. Warum bist du eigentlich nicht mein Freund? Ah, du hast mich ein bisschen, okay, kann ich das verstehen, ist viel gesagt, aber schon in Ordnung. Ich will uns ein bisschen weniger hassen. Ja, den Vertrag müsste man echt nochmal neu aushandeln eigentlich, ne? Hier ist ja auch viel Quatsch drin. Das bringt den gar nichts mehr. Das rausnehmen. Ginge vielleicht. Denk und Einwände. Nö. Übernehmen macht gar nichts. Transportknappheit in Österbotten. Dann muss hier sofort die Eisenbahn her. Ja, wir haben niedrige Lebensstandards in diversen Orten. Dänemark nur noch -2.
Jetzt noch Zinsaustausch anbieten. Ist ja schon bei 0,0. Ah, die sind aber alle ein bisschen unglücklich, aber das liegt auch daran, dass wir hier noch ein bisschen verrufen sind, ne? Wenn das gleich auf unter 25 tickt eines Tages, dann geht's richtig ab. Dann lieben uns wieder alle. Genauso wie wenn die uns lieben. Ich weiß nicht, wen können wir denn noch hier Machtblockmäßig einreihen? Hannover? Möchtest du Teil unseres Machtblocks werden? Das wäre ja cool. Hannover nehme ich. Die hassen halt alle ein bisschen. So, deswegen wahrscheinlich, ne? Ja, müsst mich halt ein bisschen hassen, aber ihr werdet mich auch wieder lieben lernen. Wir möchten hier übrigens noch ein bisschen Steuersachen. Transvaal vielleicht nicht. Ja, hier vielleicht ein U7. Ja, aber jetzt 4 Stück hin, aber Eisenbahn, Möbelfabrik sollten trotzdem vorher fertig werden, wenn es geht. Allgemeine Kosten. Ja, ist auch in Ordnung. Wir erforschen neue Porzellane. Oh, Handelszentren. Ja, alles hier in den Mengenhandel. Wir müssen hier gleich nochmal alles durchgehen, denke ich. Oh, Papier. Ein besseres Papier herstellen, das ist ja noch besser. So, wir können noch ein Porzellan herstellen. Ja gut, dann machen wir das. Stahlwerk kann noch besser laufen. Auch noch Abnehmer für den Stahl. Ne? Jetzt müssen wir langsam mal unsere Werkzeugfabriken auf Stahlwerkzeuge ummodeln. Dann gibt es kurz Stress, aber dann läuft der Lachs auch. Jetzt haben wir zu wenig Stahl, weil unsere Stahlproduktion noch nicht hinterherkommt. Ist doch produktiver. Macht das gefälligst. Oder haben wir zu wenig Schiffe? Kann ja eigentlich bald nicht, oder? Wir bauen ständig neue. Ja, dann lasst uns hier bessere Schiffe bauen. Das lohnt sich hier nicht. Dafür haben wir zu wenig Kriegsschiffe. Auch daran lässt sich natürlich schrauben. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir bereiten uns schon mal mental auf den nächsten Krieg vor. Und mit mental meine ich aktiv. Und mit aktiv meine ich, wir haben dann 21, das sind 30, 35, 40. Dann bauen wir hier jetzt eine schnelle Eingreiftruppe. Dann bauen wir hier 10, 20, 30, 40 und 10, 20, 25, das glaube ich 30, ja, das ist schon mal 80 Mann. So, und ihr könnt bis zu 40 groß werden, das heißt, ihr braucht einmal 1, 2, 3, 9, dann seid ihr 20, ne? Ja, 20. Und 1, 2, 3 und auch 10. Ihr 20, dann könnt ihr noch 5 und ihr könnt noch 5. Der dritte schwedische Armee, die tut sich mal mit der... Wohnst wo? So, du bist die Truppe hier. Ja gut.
Da wird der Anführer von. Die kann auch bleiben, wo sie ist. Und das sind die Kolonialtruppen, sag ich mal. Bauen Eisenminen. Reichsstaat. Wahrscheinlich jetzt auch der Kompanie, ne? Ja. Die Kompanie baut und baut und baut. Und gleich haben wir, vielleicht warten wir darauf, dass wir Foreground Eisen kriegen. Wir wollen natürlich kein Eisen importieren. Wir wollen eigentlich Eisen exportieren. Also das war jetzt nicht Eisen, das war jetzt das besondere Eisen. Alle anzeigen. Zucker können wir exportieren, ne? Import, egal. Werbemittel ist eigentlich auch egal. Kaffee, oh, wir exportieren ziemlich viel Kaffee. Dann lässt es da noch ein bisschen mehr Tarife draufhauen. Und auf jeden Fall sollte das nicht importieren. Jetzt haben wir hier Allground Eisen. Wir exportieren Artillerie, wir exportieren keine Handfeuerwaffen, exportieren keinen Tee, Spirituosen, Hartholz auf gar keinen Fall. Wir importieren sehr viel Tuch. Wir importieren sehr viel Tuch, daran müssen wir eigentlich arbeiten. Ich suche hier verdammt nochmal Eisen eigentlich nur. Holz. Ich kann auch Holz auch ein bisschen teurer exportieren. Wir importieren tatsächlich Möbel. Okay. Hier können wir die Zölle von Eisen noch nicht ändern. Und von dem Ground-Dingsbums Eisen. Das waren ohne Weltmarktpreis. Kompanie. Diese Ware hätte ich gerne. Diese Ware hätte ich gerne. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Die wird teuer importiert. Und ruhig auch teuer exportiert. Ich glaube, wir sind der einzige Hersteller davon, oder nicht? Prestigeeisen. Das wollen die Leute haben. Und wir selber wollen das natürlich auch haben. Kann man den Stahlwerk in Norland sagen? Okay, sie machen das automatisch mit Allground-Eisen. Und wir haben einen erhöhten Durchsatz. Grenzübergreifende Investitionen. Ja, gerne. Norwegen ist gut. Wir kriegen Durchsatzbonus. 39% dadurch, dass das hier alles in Hand dieser sehr gut laufenden Kompanie ist, die einen Durchsatzbonus von 39% liefert. Dann ein Skaleneffekt, okay, der ist 1, weil wir einen Stahlwerk hier haben. Dann 16% durch 80% Prestigewarenzufuhr, das heißt, bei 100% kommen wir auf 20%. Und plus 10%, weil es Norland ist. Wenn das Norland ist? Gewerkschaft, Industrieorganisation. Der hier oder was? Er ist boniert. Hier nichts mehr zu tun. Hat auch nichts zu tun. Opiumsüchtig. Macht Eisenminendurchsatz höher, das ist auch gut. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wo die 10% von Norland herkommen. Oder ist das, weil Norland Norland ist? Eisenminendurchsatz. Optimales Sonnenlicht.
skandinavische Abenteuergeschichten. Ja, Grass Campaign. Eisenminen durchsetzt. Nö. Nö, weiß jetzt auch nicht warum. Aber ich beschwere mich nicht. Und in deinen Eisenminen ist ja noch verrückter. Da haben wir 95%. Das heißt, eine Eisenmine arbeitet wie zwei. Fast. Das ist schon stark. Und jetzt müssen wir allerdings hier wirklich unsere letzten Reserven haben. Weil wir nämlich wenig bis keine Arbeitslosen haben. Hier kriegen wir viel durch Migration und da haben wir auch noch einiges an Arbeitssuchenden. Wir haben ein paar Arbeitslose, aber hier sieht das schon deutlich schlechter aus und hier haben wir 1000 Arbeitslose, Arbeitssuchende. Da haben wir aber auch nicht die Qualifikation für, um das alles zu machen. Deswegen sollten wir hier vielleicht auch einfach nochmal ein paar Unis bauen. Die brauchen wir sowieso. Und dadurch, dass wir die ganzen Unis dann haben, werden unsere Leute klüger. Das heißt, hier unsere wöchentliche Innovation. Endlich kann ich es wieder sehen. Wir sind nämlich gerade mal halb so gut, wie wir sein sollten. Wir können 158 haben 68. Das ist unangenehm peinlich. Ja, und zum anderen können natürlich die Qualifizierungen in den Orten stattfinden und Universitäten muss man halt selber bauen. Die baut hier keine Kompanie und kein sonst irgendwer. Deswegen ist es auch ein bisschen peinlich, dass wir so lange für Chinin brauchen. Aber das nützt ja nichts. Ich überlege gerade, ob wir dann direkt zur Malaria-Prävention gehen, aber wahrscheinlich lassen wir das. Hier. Militär. Wir könnten für den nächsten Russlandkrieg auch noch unser Militär ein bisschen upgraden, aber das ist schon ziemlich gut. Wir könnten das einführen, Panzerschiffe einführen, Turmschiffe einführen. Ja, Torpedoboote sind nicht so wichtig. Erstmal. Stahlbeton. Das müssten wir nicht vor allem anderen noch machen. Aber das kommt dann vielleicht auch noch automatisch. Dynamit auch gut. Kann hier immer noch nicht schieben, ne? Dynamit und Stahlbeton kommen dann auch noch. Bauernliga wollen wir aber gar nicht. Ich will keine Bauernliga. Oh, Grundbesitzer ein bisschen verärgert, aber wir wollen natürlich unsere industriellen und intellektuellen stärken und aus der Monarchie raus in eine Präsidialrepublik. Das führt allerdings momentan noch zu recht unangenehmen Konfliktsituationen. Eine völlige Trennung von Kirche und Staat machen. Das finden die Leute auch alle nicht so gut. Aber irgendwo noch okay gut. Ja, Migrationskontrollen, wenn wir die rausnehmen, wird unser Land auf jeden Fall geflutet. Okay, wir nehmen die öffentliche Krankenversicherung. Auch wenn die Industriellen das nicht so gut finden, aber alle anderen finden das gut. Und damit, meine lieben Freunde, beenden wir das heute. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like, was auch immer. Und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis denn und ciao, ciao.